Hallo meine lieben Freunde der Astrologie. Hier kommt die astrologische Vorschau für den Monat September. Am 4. September wird Venus endlich wieder direktläufig. Sie bleibt noch bis zum 9. Oktober im Zeichen Löwe. Nun spüren wir alle sicherlich eine Art Erleichterung, denn die rückläufige Venus hat uns ziemlich nachdenklich gemacht und vielleicht sogar die eine oder andere Beziehung durcheinander gebracht. Es sollte uns nun wieder leichter fallen, kreative Ideen zu haben und auch unser Selbstvertrauen wird nun wieder ansteigen. Wir wagen wieder Dinge, die unter der Rückläufigkeit nicht möglich waren. Auch fällt es uns nun wieder leichter, unsere Gefühle zum Ausdruck zu bringen und romantisch zu sein. In der Liebe geht jetzt wieder so manches leichter und die Schwierigkeiten, die vorher da waren, sind schnell vergessen. Im finanziellen Bereich kann man jetzt wieder mehr Risiken eingehen und auch neue Investitionen wagen. Und auch am 4. September bildet der rückläufige Merkur ein Trigon zum Jupiter, der auch an diesem Tag, also auch am 4. September rückläufig wird. Während dieser Zeit kann die Verbreitung von Informationen problemloser vonstatten gehen. Man ist jetzt offener für den Austausch von Gedanken und Standpunkten. Dies könnte zu produktiven Gesprächen und einer größeren Bereitschaft führen, voneinander zu lernen. Wahrscheinlich hat man nun eine optimistische Sichtweise auf die Zukunft. Dies könnte sich auf die öffentliche Stimmung, politische Entscheidungsfindung und wirtschaftliche Prognosen auswirken. Berufliche und familiäre Planungen sind in diesen Tagen einfacher. Achte aber darauf, nicht alles zu glauben, was dir erzählt wird, denn der rückläufige Merkur fördert Missverständnisse in Gesprächen. Ja, wie schon gesagt, auch am 4. September wird der Jupiter rückläufig. Und er bleibt bis zum 31. Dezember 2023 rückläufig. In dieser Zeit kannst du dein vorhandenes Wissen vertiefen und vergangene Ereignisse noch einmal reflektieren und deine Erkenntnisse daraus ziehen. Hinterfrage auch deine Glaubenssysteme und passe sie gegebenenfalls an deine neuen Erkenntnisse an. Jupiters Expansionsdrang ist in der Phase der Rückläufigkeit etwas gebremst. Rechne damit, dass Dinge nicht so schnell vorangehen, wie du es dir vorstellst. Und am 6. September bildet die Sonne eine Konjunktion zum Merkur. Die Kommunikation ist jetzt klarer und fokussierter, was zu effektiveren Diskussionen, klaren Ansagen oder transparenteren Informationen führt. Während dieser Konjunktion könnte der Austausch von Wissen und Informationen begünstigt sein. Seminare oder öffentliche Gespräche könnten zur Förderung des Lernens beitragen. Man hat jetzt den Drang, seine Kreativität verstärkt einzusetzen. Planungen und Gespräche bezüglich Selbstverwirklichung und persönliche Vorhaben sind jetzt auch begünstigt. Und am 8. September bildet die Sonne einen Trigon zu Jupiter. Optimismus und ein Gefühl von Wohlwollen herrschen in dieser Zeit vor. Man ist offener für neue Ideen. Vertrauen und Zuversicht sind jetzt angesagt. Die Chance für persönliches und kollektives Wachstum sind jetzt groß. Neue Möglichkeiten könnten sich eröffnen, sei es beruflich, finanziell oder im persönlichen Leben. Wir könnten uns ermutigt fühlen, größere Risiken einzugehen und unsere Komfortzone zu verlassen, um unser Potenzial zu maximieren. Während dieses Trigons könnten wir dazu geneigt sein, anderen Menschen zu helfen und positive Veränderungen in unserer Gemeinschaft zu fördern. Die positiven Energien könnten zu freudigen Ereignissen, Feierlichkeiten und herzlichen Begegnungen führen. Das Lachen und die Freude sind nun allgegenwärtig. Und am 15. September um 3:39 Uhr haben wir einen Neumond in der Jungfrau. Ein Neumond ist ja immer ein Neuanfang und der Jungfrau-Neumond fordert uns dazu auf, unseren Fokus jetzt auf unsere Gesundheit und auf die Organisation unseres Alltags zu richten. Unsere täglichen Angelegenheiten sollten wir jetzt sorgfältig planen oder überdenken.
Wir sind dazu aufgefordert, die Dinge genauer zu betrachten und auf die kleinen Details zu achten, die normalerweise übersehen werden. Es ist eine Zeit, in der wir unseren Verstand schärfen und Probleme mit einer Prise Logik und Intellekt angehen können. Außerdem können wir nun gesunde Gewohnheiten entwickeln und Veränderungen vornehmen, die unseren Körper und unseren Geist stärken. Es ist, als ob wir einen Ruf hören, besser auf uns selbst Acht zu geben, uns gesünder zu ernähren, Sport zu treiben und vielleicht sogar ungesunde Gewohnheiten zu hinterfragen. Diese Zeit kann uns motivieren, einen bewussteren Lebensstil zu pflegen und uns um unser persönliches, körperliches und emotionales Wohlbefinden zu kümmern. Dieser Neumond hat auch die Botschaft für uns, unser Umfeld aufzuräumen, sei es unser physischer Raum oder sogar unsere Gedanken. Wir spüren den Wunsch, Ballast loszulassen, sei es materiell oder emotional. Indem wir uns von dem befreien, was uns belastet, schaffen wir Platz für Neues und frische Energie. Am 15. September wird Merkur wieder direktläufig. Jetzt fließt die Kommunikation wieder leichter und wir dürfen auch langsam wieder anfangen, neue Projekte zu beginnen, wichtige Entscheidungen zu treffen, eine Reise zu planen, Verträge abzuschließen oder ein technisches Gerät zu kaufen. Warte aber noch ein paar Tage, denn Merkur ist nicht sofort wieder in seiner alten Form. Am 15. September ist er zwar wieder direktläufig, aber er ist noch sehr langsam unterwegs und muss sozusagen erst Fahrt aufnehmen. Und am 16. September bildet die Sonne ein Trigon zu Uranus. Dieses Trigon kann uns zu außergewöhnlicher Kreativität und positiven Veränderungen anregen. Es bringt die energiegeladene, strahlende Energie der Sonne in harmonischer Wechselwirkung mit der unkonventionellen und revolutionären Natur von Uranus. Wir fühlen uns motiviert, uns auszudrücken und unsere Individualität zu betonen. Es kann eine Zeit sein, in der wir unseren wahren Selbstausdruck fördern, ohne uns von gesellschaftlichen Erwartungen oder Konventionen einschränken zu lassen. Wir sind bereit, Veränderungen zu begrüßen und uns auf unkonventionelle Wege einzulassen. Neue Erfahrungen könnten unser Leben auf eine anregende Art und Weise bereichern. Dieses Trigon hat auch die Fähigkeit, Brücken zu anderen Menschen zu schlagen, insbesondere zu solchen, die unsere einzigartigen Ansichten und Werte teilen. Persönliche Freiheit ist jetzt auch ein Thema und man sollte sich hier anbietende Gelegenheiten mutig aufgreifen und für sich nutzen. Und am 17. September bildet Venus ein Quadrat zu Jupiter. Dieses Quadrat ist das 3. Quadrat, das Venus innerhalb kurzer Zeit zu Jupiter bildet. Der Grund dafür ist, dass Venus so lange rückläufig war. Wir sind jetzt in einer kraftvollen Zeit für kreativen Ausdruck und künstlerische Inspiration. Es kann sein, dass man sich von verschiedenen Quellen anregen lässt und neue künstlerische Projekte angeht. In dieser Zeit ist man auch tendenziell großzügiger und uneigennütziger. Dies kann dazu führen, dass man sich für soziale oder humanitäre Angelegenheiten engagiert und sich für das Wohl anderer einsetzt, und man könnte nun dazu neigen, großzügige Gesten oder Geschenke zu machen. Da Venus ein Quadrat zu Jupiter bildet, kann es nun auch schneller zu Übertreibungen in Bezug auf Genuss, Vergnügen und materielle Angelegenheiten kommen. Es kann eine Zeit sein, in der man sich nach mehr Freude, Spaß und Luxus sehnt. Jedoch besteht die Gefahr, dass man über die Stränge schlägt und in Verschwendung oder unvernünftiges Verhalten gerät. Es ist wichtig, ein gesundes Maß zu finden und sich bewusst zu sein, dass übermäßige Ausgaben oder Exzesse negative Konsequenzen haben können. Und am 19. September bildet die Sonne eine Opposition zu Neptun. Dies ist eine Herausforderung in Bezug auf Klarheit, Realität und emotionalen Grenzen. Es ist möglich, dass wir anfällig für Illusionen, Täuschungen oder unrealistische Erwartungen sind. Unsere Wahrnehmung könnte verzerrt sein und es könnte schwierig sein, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. Es ist wichtig, sorgfältig zu überlegen, bevor wir uns auf neue Vorhaben oder Beziehungen einlassen.
Auch könnten wir dazu neigen, uns von Stimmungen und Eindrücken anderer beeinflussen zu lassen, was es schwierig machen kann, klare emotionale Grenzen zu ziehen. Vielleicht versuchen wir, dem Alltag und seinen Herausforderungen zu entfliehen. Dies könnte sich in Form von Tagträumerei, übermäßigen Konsum von Medien oder anderen Formen der Ablenkung manifestieren. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass wir uns nicht in Fantasiewelten verlieren und die Verbindung zur Realität behalten. Auf der positiven Seite könnte diese Opposition auch kreative Energie und Inspiration freisetzen. Neptun ist mit Kunst, Musik und Spiritualität verbunden und in dieser Zeit, um den 19. September, könnten wir unkonventionelle und spirituell inspirierte Ideen entwickeln. Künstlerische Ausdrucksformen könnten eine wunderbare Möglichkeit sein, diese Energie zu nutzen. Am 21. September bildet die Sonne einen Trigon zu Pluto. Die vitalisierende Energie der Sonne verbindet sich positiv mit der tiefgründigen und intensiven Natur von Pluto. Unter diesem Aspekt fühlen wir uns dazu ermutigt, uns tiefer mit uns selbst auseinanderzusetzen. Es ist eine Zeit der Selbstentdeckung, in der wir versteckte Potenziale und Ressourcen freilegen können. Wir könnten uns auf eine Reise des persönlichen Wandels und der Transformation begeben. Alte Strukturen, die nicht mehr dienlich sind, können abgebaut werden, um Platz für Neues zu schaffen. Wir könnten uns von einer inneren Kraft getrieben fühlen, um notwendige Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen. Unsere Entschlossenheit ist stärker und wir haben den Antrieb, unsere Ziele zu verfolgen. Möglich ist auch, dass wir uns mit Fragen der Macht und Einflussnahme beschäftigen. Und am 23. September geht die Sonne in das Zeichen Waage. Die Qualitäten des Gleichgewichts, der Harmonie und der sozialen Verbindungen sind nun gestärkt. Wir können uns darauf konzentrieren, Frieden in unseren Beziehungen und in unserer Umgebung zu schaffen und haben das Verlangen nach Gerechtigkeit und Fairness. Unsere eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer in Einklang zu bringen, ist jetzt das Ziel. Soziale Interaktion und Kontakte spielen nun eine größere Rolle. Es ist eine Zeit, in der wir uns mit anderen Menschen verbinden, zusammenarbeiten und auf eine ausgewogene Art und Weise mit ihnen interagieren möchten. Konflikte werden wir nun einfacher auf friedliche Weise lösen und können uns somit auf gemeinsame Ziele konzentrieren. Außerdem haben wir vielleicht das Verlangen nach ästhetischer Schönheit und kreativem Ausdruck. Kunst, Musik und künstlerische Aktivitäten könnten eine besondere Anziehungskraft haben. Und am 25. September bildet Merkur nochmal ein Trigon zu Jupiter. Merkur bildet zum zweiten Mal in diesem Monat dieses Trigon zu Jupiter, da Merkur nun wieder direktläufig ist. Man ist jetzt offen für den Austausch von Gedanken und Standpunkten anderer. Dies führt zu produktiven Gesprächen und einer größeren Bereitschaft, voneinander zu lernen. Die Sichtweise auf die Zukunft ist optimistisch und hebt die Stimmung. Und auch berufliche und familiäre Planungen sind in diesen Tagen einfacher. Und am 29. September um 11:57 Uhr haben wir einen Vollmond im Widder. Dieser Vollmond bringt eine energetische und leidenschaftliche Atmosphäre mit sich. Wir könnten uns jetzt motiviert fühlen, Initiativen zu ergreifen, Projekte zu starten oder Veränderungen anzustoßen. Wir haben nun den Mut, Dinge auf eine neue Weise anzugehen. Dies könnte Veränderungen und frische Startmöglichkeiten mit sich bringen. Während des Vollmondes kann man seine persönliche Identität und sein Selbstbewusstsein stärker betonen. Dies hilft, dass man sich mutig und authentisch ausdrückt. Aufgrund der impulsiven Natur des Widders könnte ein Vollmond in diesem Zeichen auch Spannungen und Konflikte hervorrufen. Einige könnten leidenschaftlicher und hitziger reagieren. Und man hat ein stärkeres Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung. Man fühlt sich von einem inneren Drang geleitet, seinen eigenen Weg zu gehen. Ein Vollmond im Widder kann auch eine gewisse Spannung zwischen individuellen Bedürfnissen und kollektiven Anliegen hervorrufen. Die Waage, das gegenüberliegende Zeichen zum Widder, betont das Gleichgewicht und die Harmonie.
Während dieses Vollmondes dürfen wir lernen, persönliche Ambitionen in Einklang mit den Bedürfnissen der Gemeinschaft zu bringen. Und am 29. September bildet Venus wieder ein Quadrat zu Uranus. Dieses Quadrat ist das letzte von 3 Quadraten, da die Venus so lange rückläufig war. Das Bedürfnis nach persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit wird größer. Während dieses Transits kann es zu einem starken Verlangen kommen, sich von Einschränkungen oder Konventionen zu lösen und das Leben auf eigene Weise zu gestalten. Dies kann jedoch zu Konflikten führen, wenn es um Kompromisse in Beziehungen oder Verpflichtungen geht. In Beziehungen kann es nun zu unerwarteten Wendungen und plötzlichen Veränderungen kommen. Es kann zu Spannungen, Konflikten oder einer gewissen Unberechenbarkeit in romantischen oder auch sozialen Verbindungen führen, und bestehende Beziehungen könnten vor Herausforderungen stehen, während neue aufregende Begegnungen auftreten können. Es ist wichtig, flexibel und offen für unkonventionelle Möglichkeiten zu sein. Außerdem neigt man jetzt zu impulsivem Verhalten und Risikobereitschaft. Es ist möglich, dass man in finanziellen Angelegenheiten unvernünftige Entscheidungen trifft oder impulsiven Versuchungen erliegt. Triff deine Entscheidungen in dieser Zeit gut überlegt, sonst kann es zu negativen Konsequenzen führen. Und ganz zum Schluss, am 30. September, bildet Merkur noch ein Trigon zu Uranus. Dieses harmonische Trigon verbindet die kommunikative Natur von Merkur mit der innovativen und unkonventionellen Energie von Uranus. Die Energie dieses Aspekts kurbelt die Kommunikation auf kreative und innovative Weise an. Wir können unsere Gedanken und Ideen auf eine originelle Art und Weise ausdrücken, sei es in Schrift, Sprache oder anderen Ausdrucksformen. Auch kann diese Konstellation uns dazu inspirieren, unkonventionelle und einzigartige Lösungen für Probleme zu finden. Gewohnte Denkmuster sollen wir nun hinterfragen. Durch Uranus kann es zu plötzlichen Einsichten und Aha-Momenten kommen. Dies führt zu neuen Erkenntnissen und kann die Perspektiven erweitern. Außerdem haben wir nun auch das Verlangen nach unabhängigem Denken und Meinungsfreiheit. Ja, meine Lieben, das war's für den Monat September. Ein Monat voller Zuversicht und Pioniergeist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir auch ein Like dalässt. Und wenn du Interesse an einer astrologischen Beratung mit mir hast, dann melde dich doch für ein kostenloses Infogespräch bei mir an. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Alles Liebe, bis bald.